Hi Leute, ich habe eine kleine Videoreihe für euch vorbereitet, bei der ich jetzt schon sagen kann, dass sie für den einen oder anderen von euch da draußen definitiv zu hart sein wird. There is a nightmare more terrifying than any other. A nightmare that has haunted thousands of people all over the world. Jeder, der das Phänomen Schlafparalyse schon mal am eigenen Körper spüren musste, der wird jetzt gleich Gänsehaut am ganzen Körper bekommen, wird sich in eine Art Flashback zurückkatapultiert fühlen und eventuell sogar ein Tränchen im Auge haben. So ist es mir auf jeden Fall gegangen. It felt as if there was a male presence there who was evil. I can remember seeing this figure in the doorway. I just knew it was female. A presence comes into the room, paralyzes its victim, then leaps on their body and assaults them. It hits me so hard at times where it just knocks me off my mattress. She's choking me so hard that I think that my voice box is going to collapse. Solltet ihr Angst haben, dass die Szenen, die ich euch gleich zeige, eventuell wieder Schlafparalysen bei euch triggern können, oder ihr es generell einfach zu krass findet, Tatsachenberichte von Leuten zu sehen, die so krass geschildert werden, dann solltet ihr dieses Video und ganz speziell die Videoreihe, die ich jetzt vorbereitet habe, definitiv nicht zu Ende schauen. Sometimes it's a shadowy figure, sometimes an old hag, sometimes a demon. But whatever shape it takes, the entity, as it is often called, has concrete effects, leaving its victims battered and exhausted, their lives in pieces. Sufferers are sure that when they see it, they are awake, and it is real. Science, psychology, and religion have all grappled with this phenomenon. Can any explain the mystery of the entity? Denn wenn ich euch eine Sache versprechen kann, dann ist es, dass die Szenen, die ich euch in diesem Video zeige, definitiv nur die Spitze des Eisbergs ist. In der ersten Folge geht es um Jamie Jackson aus Texas, die davon erzählt, dass sie noch ein sehr, sehr kleines Kind war, als sie die ersten Erfahrungen mit Schlafparalyse gemacht hat. One woman has been suffering from entity attacks for most of her life. They began when she was just 5 years old. The first thing I remember as a child at night, I had just gone to bed. My mother just put me to bed, and I could see the lights on in the living room. I had just laid down for bed. I could hear my parents, I could hear the television, and I looked up, and to my right I saw a couple. Very shadowy, very dark, in my bedroom. A man and a woman, and they started walking towards me. It's very frightening. I couldn't speak. I wanted to call out to my mother. I couldn't call out to her. I was just terrified. Sie erzählt, dass sie nachts aufgewacht ist und neben ihrem Bett Schatten von einer Frau und einem Mann gesehen hat. Die beiden kamen direkt auf sie zu, was ihr riesige Angst gemacht hat. Sie wollte ihre Mom rufen, konnte sich aber nicht bewegen und nicht sprechen. And right about that time, she walked into the room, and it appeared that she walked directly through the two people that were standing to my right. And I began asking her, who are these people in my room? What's going on? She kept telling me that it was just a dream to go back to bed. And I said I wasn't asleep, it wasn't a dream. I could hear the television on in the other room. And that was the end of that. Als ihre Mom im nächsten Moment ins Zimmer kam, lief sie direkt durch die beiden schwarzen Gestalten durch. Jamie, frisch aufgewacht, wollte von ihrer Mutter wissen, wer zum Teufel die zwei Leute sind, die in ihrem Zimmer stehen und was die wollen. Ihre Mutter hatte aber keine Ahnung und versicherte ihr, dass alles nur ein Traum war und dass sie weiter schlafen soll. But as Jamie got older, the entities that stalked her became more vivid and more violent, making her increasingly terrified to go to bed. As soon as I become aware that there's someone in the room, I'll go into a paralysis, and I can't move. I can't
shout out. I can't, I'm unable to call for help, and I'm unable to stop any kind of attack. Usually it's an attack. You can't move, you can't scream. Feels like you've been drugged somehow. Als Jamie älter wurde, wurden auch die Schattengestalten immer lebendiger und brutaler. Das Ganze ging so weit, dass Jamie sich kaum noch getraut hat, ins Bett zu gehen. The Shadow Man, and this is just a recent label that I've put on this character. The closest I've seen of him is the arm, because it's been around my throat several times. He's very violent. He doesn't use any caution whatsoever. He could care less if my neck is broken. I mean, that's how violent he is. Sie hat irgendwann angefangen, dem Besucher, der nachts immer zu ihr kam, diesem Schattenwesen einen Namen zu geben und nannte es irgendwann einfach nur noch Schattenmann. Das Einzige, was sie von dieser Schattensilhouette aus nächster Nähe bisher sehen konnte, war sein Arm. Den Arm, den sie immer wieder gesehen hat, wenn er angefangen hat, sie zu würgen. Generally, he's accompanied by a very old woman. She's rather short, draped in many layers of clothing. She looks like a homeless type person. Like all of her belongings are on her. Shawl, jacket, a hat. The old woman will sit on my chest, and she's not extremely heavy, but she's heavy enough that it's very hard to breathe. It's extremely hard to breathe. I can't get my lungs to expand. He'll have me around the base of my neck. She'll come up to the top part, and she's choking me so hard that I think that my voice box is going to collapse. Nicht selten kam es vor, dass er dabei von einer alten Frau begleitet wurde. Die alte Frau, die in ihren zerrissenen Kleidern und ihrem Hut oft wirkt wie eine Obdachlose, setzte sich dann auf ihre Brust. Die alte Frau war nicht so wahnsinnig schwer, aber sie war so schwer, dass Jamie kaum atmen konnte. Auch die alte Frau fing an, sie immer härter zu würgen. Das Ganze manchmal so fest, dass sie dachte, dass ihre Lunge kollabiert. I can't move. He's got my arms down usually, or just the way she's sitting on me, I can't move, and there's nothing I can do. What makes these attacks even more frightening is that Jamie is convinced she is awake. The fear is extremely real. You look around the room, you're looking for any way out. I can see my clock, I can see the curtains, I see everything in the room that tells me that this is real, this is happening to me, this is really happening. And I'm wondering why my husband can't hear them, why he can't hear the struggle, why he can't hear the fight. And beyond that, I'm wondering what's going to happen to me after they kill me, who's next. Wie ich euch selber schon wahnsinnig oft erzählt habe, sind die Erlebnisse, die man währenddessen hat, so real, wie sie realer gar nicht sein können. Ihr seht euer Zimmer, ihr seht euer komplettes Möbelar, ihr seht alles, was in eurem Zimmer sonst auch vorhanden ist. Es ist, als wärt ihr komplett normal, wach, wie sonst auch, nur dass ihr euch nicht bewegen könnt und keine Geräusche von euch geben. Wenn man sich in so einer Schlafparalyse befindet, dann ist es einfach absolut unvorstellbar für einen, wie andere Leute in der Wohnung oder in dem Haus oder gar in der Nachbarschaft einfach nichts davon mitbekommen können. Your mind and your body thinks you've been through it. But to everyone around you that you associate with, that you work with, your friends, your family, your doctors, they say it was just a dream, just get over it. Das Schlimmste an diesen Schlafparalysen sind aber nicht unbedingt die Paralysen selbst. Das Schlimmste daran ist, dass die meisten Leute einfach nur sagen, stell dich nicht so an, es ist doch nur ein Traum. Yes. Jamie thought she was alone and feared she was mad or delusional. Then she discovered there were others who had suffered remarkably similar experiences. Research for this film produced hundreds of phone calls. I was sleeping in my bed, and there was a presence in the room. I was paralyzed in the bed. He seemed like a shadow. Probably about 6'5", well over 6 foot, very tall.
There was something sitting on my chest. Sitting on top of my chest. The lady was old and haggard. She had straggly grey hair. Kind of an old woman standing in front of me. And there was an old lady. This just was not a nightmare. I know that I am awake when this happens. Can't escape from this entity that has entered your room. It's a feeling of perhaps the greatest terror that one can imagine. Ich lese so viele Nachrichten von euch, in denen ihr mir einfach genau das Gleiche schildert, was auch Jamie hier jetzt zum Beispiel erzählt hat. Und auch ich selber habe ja die gleichen Geschichten auch schon erlebt. Dass es mir einfach immer wieder schwerfällt zu glauben, dass das alles nicht real ist und tatsächlich nur irgendwelche Halluzinationen sein sollen, wenn alle Menschen auf der Welt das Gleiche sehen. Das Ganze war die erste Folge von der Reihe, die ich für euch vorbereitet habe, in der noch ganz, ganz viele andere Übergriffe besprochen werden und wir noch ganz, ganz viele Erfahrungen von anderen betroffenen Leuten sehen werden. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze hier. Ich war wahnsinnig happy, als ich diese Dokumentation gesehen habe. Ebenso schockiert war ich auch, als ich die Dokumentation gesehen habe, weil ich die Schilderungen und auch die Bilder in dieser Dokumentation so realistisch finde, dass ich wirklich, wie am Anfang erwähnt, Gänsehaut am ganzen Körper plus schon ein Tränchen im Auge hatte, weil ich es einfach viel zu heftig fand. Wenn ihr jetzt genau zu den Leuten gehört, die genau das Gleiche auch schon erlebt haben und die gleichen Gestalten gesehen haben und die gleichen Angriffe erlebt haben, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Da können wir uns miteinander austauschen, da können wir drüber reden, vielleicht können wir uns da auch helfen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch meldet. Bis dahin, schlaft gut, euer Kev.